ist einer, der 4, 5 Positionen spielen kann ohne Probleme. Der einen sehr, sehr guten Namen hat im europäischen Spitzenfußball. Ja, sehr groß, vor allem nach dem ersten Gespräch. Hat einfach einen sehr, sehr selbstlosen Eindruck gemacht. Das ist immer das Außergewöhnliche, wenn man einen Spieler hat, der solche Erfolge gefeiert hat, international, aber auch in den jeweiligen Ligen, in denen er gespielt hat. Natürlich auch einen sehr, sehr guten Namen hat im europäischen Spitzenfußball. Ja, sehr, sehr selbstlos und eher zurückhaltend gesagt hat, er spielt, egal auf welcher Position. Das erlebt man selten in so einem ersten Gespräch, dass ein Spieler total seinen Dienst dem Verein zur Verfügung stellt, dem Trainer zur Verfügung stellt und eigentlich wenig Ansprüche hat oder sagt, ich will nur da spielen oder ich will genau das und das haben, sonst komme ich nicht, sondern er sich wirklich gefreut hat. Und ja, es war ein sehr beeindruckendes Gespräch und danach war der Drang, das unbedingt über die Bühne zu kriegen, noch größer als vor dem Gespräch und als wir es dann geschafft haben, durch die Vorfreude auch riesengroß. Ja, die war sehr gut. Ich finde, wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wir sind bei München und natürlich haben wir immer die Chance, auch bei großen Stars mitzubieten. Das ist manchmal ein bisschen ein Problem der Finanzierbarkeit. Gerade wenn die Jungs mal in England gespielt haben, dann ist es oft so, dass sie unsere Gehaltsvorschläge nicht ganz so akzeptieren. Es war bei Sadio anders, weil er einfach sehr große Lust hatte auf das Projekt, auf den Verein, auch auf die Mitspieler, da was zu gestalten. Natürlich auch den Drang hat, dass wir in der Champions League wieder erfolgreicher sind. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo er dann auch dem Verein seinen Stempel aufdrücken kann oder der Spielweise seinen Stempel aufdrücken kann. Und von dem her war ich jetzt nicht überrascht, dass wir eine Chance haben, dass dann trotzdem geklappt hat so schnell. Da war ich schon überrascht und natürlich hat mich riesig gefreut. Grundsätzlich ist er einer, der 4, 5 Positionen spielen kann ohne Probleme, der auch innerhalb eines Spiels switchen kann. Er hat jetzt im letzten Jahr viel zentrale Spitze gespielt. In Liverpool hat er davor viel über den Flügel gespielt, in Southampton viel über den Flügel. In Salzburg hat er oft Raute gespielt auf der 10 oder auch Doppelspitze. Also er kann verschiedene Sachen spielen und verschiedene Positionen gut bekleiden. Von dem her ist es immer gut, wenn man einen Spieler hat, der 5 Positionen spielen kann, wie 5, die jeweils nur eine spielen können, ist A günstiger und B macht es im Spiel dann auch variabler ohne Wechsel.